Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Ihr wollt wirklich undercover unterwegs sein? Da haben wir heute für euch den Tasmanian Tiger City Daypack 20. Warum undercover? Also hier hat sich das Tasmanian Tiger echt mal was Besonderes überlegt und das ist auch total geil, weil sie es können, weil sie halt einfach mit Tatonka zusammenarbeiten, beziehungsweise Tasmanian Tiger die militärische Linie von Tatonka ist oder wie man auch immer diese Zusammenspiele hat. Dementsprechend inzwischen ist wirklich das Tasmanian Tiger ja schon bekannt in den militärischen Kreisen und auch natürlich dann bei den Bösewichtern, sage ich mal. Und jeder, der halt mit TT rumläuft, wird schon als solcher identifiziert. Nicht als Bösewicht, sondern als der Gute. Ja, deswegen hat TT gesagt, eigentlich dürfen wir gar kein Video machen, fällt mir gerade mal ein. Wir haben ja nichts gesagt, also hier steht nicht Tatonka drauf. Also, deswegen hat TT gesagt, wir schreiben jetzt hier auf dem Pack Tatonka vorne drauf und dann machen wir den noch ein bisschen hier so kariert, schön, grau, Steel Grey, Titan Grey, wie sie es auch immer nennen, kariert. Und damit ist der Rucksack absolut unauffällig und sieht aus wie jeder 0815, ja, Rucksack, den irgendwelche Touris tragen. Der Rucksack ist voll mit Features, also der gefällt mir wirklich richtig gut. Wir haben hier erstmal von den Maßen her 50 cm in der Höhe, es sind ungefähr 26 cm in der Breite und 16 cm in der Tiefe. Für mich jetzt auch neu ist das Tragesystem, das habe ich so noch nicht gesehen bei TT. Normalerweise haben wir immer dicke Mesh-Polster am Rücken, so wie hier auch an den Tragegurten. Hier ist jetzt so ein Molded-System, wirklich wie so ein Hartschalen-Case, ist aber auch, ja, es ist auch weich, also ist jetzt nicht unbequem und auch hier entsprechend mit einem Lüftungsschlitz zur Belüftung. Carry-Handle natürlich auch. Und dann arbeiten wir uns mal, machen wir noch die Träger, wenn wir eh schon hier auf der Seite sind. Bei den Trägern auch wie immer D-Ringe, Brustgurt nochmal zusätzlich und hier entsprechend die Schultergurte lassen sich mit einem D-Ring hier verstellen oder mit dem D-Gleiter im Endeffekt, haben hier keinen Schnellabwurf. Hüftgurt hat das System keinen, kann auch keiner nachgerüstet werden, wie das bei anderen Rucksäcken von TT der Fall ist. Der ist wirklich auf leicht und schnell ausgelegt, hat dann aber trotzdem nochmal für die Fixierung im Beckenbereich hier diesen Beckengurt, der einfach den Rucksack daran hindert, wild in der Gegend herumzuschlackern. Alle Gurte sind hier zusätzlich mit so einem Elastikcord oder Elastikband nochmal versehen, wo man das überschüssige Gurtmaterial unterbringen kann. Finde ich auch immer eine geile Sache. Und das finden wir hier natürlich auch wieder an den Seiten bei den Kompressionsriemen. Seitlich kein Wolle, natürlich, soll ja unauffällig sein. Komplett slick. Hier elastische Einschübe für Trinkflaschen oder ähnliche Gegenstände. Auch komplett unauffällig. Unterseite genauso, keine weitere Unterteilung oder beziehungsweise keine Molle oder Fächer oder irgendwas, was darauf hinweisen könnte, dass es hier ein spezieller Rucksack ist. Im Frontbereich hinter dem Tatonka-Logo haben wir ein Zipperfach. Da ist ein kleines Meshfach untergebracht, wo man Kleinigkeiten unterbringen kann. Ein kleiner Karabinerhaken, nochmal ein Fach. Und dieses Fach, also dieser Einschub hier vorne, der geht wirklich bis hier ganz runter, bis hierhin, fast über die ganze Fläche. Und jetzt kommt der Clou an der Sache. Wenn hier unten ist nämlich nochmal ein Zipper. Und der ist dann so, dass man hier auch lustige Froschspielchen machen kann. Nein, der ist im Prinzip dafür da, dass man hier diesen Bereich wegklappen kann. Also es ist nicht durchgängig. Ne? Also wenn ihr jetzt hier seht, ich greife rein, ich komme nicht auf der anderen Seite wieder raus. Das Fach ist hier diese Flappe, wo meine Hand jetzt hier drin ist. So, jetzt können wir das nämlich wieder zumachen oben, damit ich euch den unteren Bereich zeigen kann. Wenn es dann nämlich knallt und man hier entsprechend undercover den Rucksack nutzen muss, will man dann, wenn es denn knallt, aber auch erkannt werden als entsprechende Behörde, Polizei oder was auch immer. Und genau dafür ist dieser Bereich hier gedacht. Da klappt ihr hier einfach diese Flappe nach innen. Innen ist ein Klett, die Flappe auch hält, also die kommt auch nicht wieder runter. Wenn sie runterkommen soll, habt ihr hier ein Zugband, wo ihr dann ganz schnell wieder entsprechend das in die andere Richtung bauen könnt. Und dann habt ihr hier einen Klettbereich für Hoheitsabzeichen oder für Einheitsabzeichen und zusätzlich Molle Klett, falls ihr sagt, ich will hier ein paar Magazintaschen oder sonst irgendwas für einen schnellen Zugriff hinbauen. Das wäre dann in diesem Bereich ohne weiteres möglich.
So, machen wir das gerade mal zu. Und gehen in das Hauptfach. Dazu muss man hier die seitlichen Kompressionsriemen entfernen, aufziehen das Ganze. Hauptfach ganz schlicht gehalten diesmal, also hier haben wir keine weitere Unterteilung. Hier hätte ich mir vielleicht noch mal eine kleine Meshtasche gewünscht. Meshtasche hätte ich mir hier vielleicht noch gewünscht, dass man hier noch ein bisschen Organisation hat. Aber wir haben auf jeden Fall zumindest die Rückwand mit Klettstreifen, auch nicht über die ganze Fläche, das heißt Gewicht gespart, hält trotzdem alles, was es halten soll, kann ich hier nochmal entsprechend Sachen unterbringen. Dann gehen wir mal in das Spezialfach, würde ich sagen. Hier einmal zu. Verdecktes Tragen, Concealed Carry, dafür ist der Rucksack gebaut. Muss ich dazu noch sagen, in diesem Bereich, wo dann auch dann eine Waffe zu finden wäre, ist hier mit YKK Reißverschlüssen, die auch abschließbar sind. Das heißt, wenn ihr den Rucksack mal irgendwo deponieren müsst oder so und die Waffe da drin ist, kann man hier ein Schloss vormachen und damit ist dann entsprechend die Waffe auch vor Zugriff oder Fremdzugriff gesichert. Dieser Bereich lässt sich komplett öffnen. Habt ihr hier auf der Seite die Innenwand vom Hauptfach, da erzähle ich gleich noch was zu, ist gepolstert und die gegenüberliegende Seite kommt mit Molleklett, wo ihr dann entsprechend Magazine oder ein Holster ankletten könnt oder halt mit Molle einschlaufen. Also beide Möglichkeiten sind gegeben. Der Rucksack hat hier, wenn ich den normal tragen würde, auf dem Rücken, hat er hier nochmal eine kleine Lasche. Das heißt, wenn ich den schnell nach vorne ziehen will, kann ich an dieser Lasche ziehen. Habe dann hier die Möglichkeit, ihn wie ein Slinger so aufzumachen, so halb. Und dann komme ich auch an die Waffe ran. Oder aber ich hänge ihn mir vor den Bauch, klappe ihn auf und kann dann hier von vorne arbeiten. Jetzt noch mal eine Geschichte. Ich habe da mit einem TT-Mitarbeiter auf der Messe drüber gesprochen. Das ist sehr, sehr geil, weil die hatten das gar nicht auf dem Schirm. Und für mich war das ein unheimlich wichtiges und cooles Feature für so einen Rucksack. Das Fach hier ist nämlich so groß, dass da ein 17 Zoll Notebook reinpackt. Der Rucksack selbst ist ja nur ein 20 Liter Rucksack, also relativ klein. Aber es passt ein 17 Zoll Notebook rein. So, also ihr seht, großes, bisschen versifftes, gebe ich zu, Notebook. Das lege ich jetzt hier einfach auf diesen gepolsterten Bereich. Dann kann ich das hier so reinfummeln. Also es geht bei dem Rucksack hier, wir haben noch einen zweiten in der Vorstellung. Aber in dem Rucksack hier geht es ein bisschen straff, aber es geht. Und in dem anderen geht es richtig komfortabel. Aber ihr seht, die Reißverschlüsse gehen jetzt ohne weiteres zu. Und ich habe ein 17 Zoll Notebook in diesem Rucksack untergebracht. Finde ich richtig geil. Also das ist wirklich, wer noch große Notebooks gerne hat, einfach aus dem Grund, dass man ein großes Display unterwegs auch hat, hat hier mit dem Rucksack auf jeden Fall die Möglichkeit, einen Laptop unterzubringen. So, jetzt nochmal hier zu diesem Bereich, den ich euch erwähnt habe. Es könnte ja sein, dass ihr jetzt nicht nur eine Handfeuerwaffe hier unterbringen wollt, sondern eine MP7 oder irgendwas anderes, was tiefer ist. Ja? Eine Rattler von Sig Sauer oder sonst irgendwas, was hier irgendwie reinpassen könnte. Da wäre natürlich jetzt dieser Bereich bis hierhin relativ flach. Es würde vielleicht gerade so gehen, aber ist relativ flach. Für den Fall habt ihr jetzt hier die Möglichkeit, diese Wand komplett zu entfernen und den Rucksack nur für die Waffe zu benutzen. Ich habe es ja schon erwähnt, die Trennwand hier lässt sich nämlich komplett entfernen. Das heißt, wir können wirklich jetzt hier den Rucksack komplett als Waffentasche benutzen. Ja? Das heißt, wenn ich hier eine Waffe reinpacken will, die etwas tiefer ist, dann könnte ich jetzt die Trennwand rausnehmen und habe hier wirklich massiv Platz. Könnte sogar hier einen Helm unterbringen, ohne weiteres. Ja, den könnte ich jetzt hier auf dem Molleklett befestigen und der würde dann wirklich in der Fläche hier komplett verschwinden. Ja? Also das ist wirklich eine feine Sache mit diesem Rucksack, dass man da diese Mittelwand herausnehmen kann. Ansonsten als letztes haben wir hier noch einen Durchlass für einen Trinkschlauch, wer ein Trinksystem nutzen will. Das ist da. Da muss ich dazu sagen, ich meine, wir haben jetzt hier, weil Pre-Production, das ist noch ein Muster. Der hat jetzt hier keine Aufhängung für eine Trinkblase selbst. Also da müsste man halt entweder dann hier mit dem Klett arbeiten oder aber es kommt in der finalen Version nochmal eine Halterung da rein. Das weiß ich jetzt nicht. Das müssen wir dann bei TT abwarten. Ansonsten würde die jetzt hier fehlen. Zusammengefasst ist der City Daypack 20 eine echte Alternative, wenn ihr nicht mit einem Slinger arbeiten wollt und trotzdem eure
eure Waffen verdeckt tragen wollt. Gerade hier auch mit der Spielerei, mit dem Logo finde ich eine sehr coole Sache. Hier in dem Muster, also der wirkt wirklich total unscheinbar. Da kommt nie im Leben jemand drauf, dass das ein Rucksack für Concealed Carry ist. Durch die herausnehmbare Trennwand habt ihr hier auch die Möglichkeit, größere Gegenstände unterzubringen und trotzdem schnell ranzukommen vom Rücken aus. Ja, sehr coole Geschichte. Ihr bekommt den City Day Pack 20 überall dort, wo es das Tasmanian Tiger Produkte zu kaufen gibt. Wenn ihr noch Fragen zu dem Rucksack habt, schreibt es in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, denkt daran, die Glocke zu klicken. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut. Bye, bye.